US-Wahlen. Trump und Harris kämpfen um Swing States. Was bedeutet der deutsch-britische Verteidigungspakt für Europa? Hochwasserkatastrophe in Spanien. Einwohner räumen die betroffenen Gebiete auf. Tiflis. Tausende demonstrieren gegen das Wahlergebnis. Die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump setzten ihren Wahlkampf in den Swing States fort. In diesen US-Bundesstaaten haben beide große Parteien eine gute Chance auf den Wahlsieg. In Michigan versprach Harris, ein Jahrzehnte von Angst und Spaltung geprägten Politik hinter sich zu lassen. Sie bezeichnete die Wahl am Dienstag als eine der folgenreichsten Wahlen im Leben der Amerikaner und zeigte sich zuversichtlich, dass sie das Rennen um das Weiße Haus gewinnen wird. Bei seiner Kundgebung in North Carolina zeigte sich Trump ebenfalls selbstbewusst. We have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote. Die Umfragen zeigen jedoch, dass Trump und Harris in North Carolina und 6 weiteren Swing States Kopf an Kopf liegen. Bei einer Kundgebung in Pennsylvania griff Trump zu den bekannten unbelegten Behauptungen über Wahlmanipulationen. Er sagte, dass in diesem Bundesstaat bereits Betrug im Gange sei. With less than 24 hours to go until Election Day, the race remains tight. But over the past few days, the mood has been shifting in favor of Kamala Harris. And here's why. Late deciders seem to be breaking in her favor, and a stunning poll from Iowa with her in the lead seems to be suggesting that she's a stronger force in the Midwest than expected. The main reason for the late mood swing, though, is her Republican opponent. Donald Trump's rhetoric has become increasingly erratic and violent, going after his political opponents with a vulgarity that is noticeable even by his standards. For the Harris campaign, that's a gift that keeps on giving. An advent calendar of insults of women in particular. And you can feel that voters are noticing, at last. With one more day of campaigning to go, we might be in for a surprise outcome. Stefan Grobe, Euronews, Washington. While Americans are anxiously awaiting the outcome of this historic presidential race, Washington is bracing for the worst. The District of Columbia is preparing for another violent attack of supporters of Donald Trump should he lose to Kamala Harris. As you can see behind me, the White House complex is looking like a fortress. A black metal fence of more than 2 meters in height has been added to already existing tight security measures. Federal and local authorities fear scenes reminiscent of the deadly assault on the Capitol on January the 6th, 2021. On that day, a pro-Trump mob ransacked the halls of Congress as the then president spread lies about his election loss. And today, again, Trump has already started to question the integrity of the vote before ballots are counted, especially in Georgia. In that southern state, Republican top election officials and the courts have debunked claims of fraud, but that hasn't stopped Trump from repeating them, resulting in an atmosphere of suspicion and anxiety. Will the election be peaceful? America is holding its breath. Stefan Grobe, Euronews, Washington. Der Wahltag in den USA rückt näher und Europa sorgt sich um die Zukunft der amerikanischen grünen Wirtschaft. Die USA und das Vereinigte Königreich sind heute die wichtigsten Märkte für europäische Elektro- und Hybridfahrzeuge. Die Exporte sind von 2% im Jahr 2017 auf 26% im Jahr 2023 gestiegen. Die von Donald Trump vorgeschlagenen 10% Steuern auf EU-Waren könnten dieses Wachstum jedoch gefährden. There is a growing demand and people would like to have electric vehicles. And it's always this chicken-egg
challenge at the end of the day. So if there is a demand for electric vehicles, also infrastructure companies will invest into charging infrastructure. Das von Präsident Joe Biden eingeführte Gesetz zur Senkung der Inflation und die damit einhergehenden Steuersenkungen und staatlichen Anreize führten zu einem Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen aus den USA um 55% innerhalb eines Jahres. Donald Trump unterstützt diese Initiative nicht. Companies like IKEA, who have huge global fleets, very, very ambitious targets. I would say they're leading the pack. They're working very hard to get the right regulation in place in order for them to meet their very ambitious commitments. Global businesses with operations both sides of the Atlantic, you want to see a similar level of ambition. You want a consistency of ambition so they can deliver fleet electrification plans. Before maybe these markets are really solid and it doesn't matter what the government thinks anymore, right? But we got at least 5 more years before we're there. So I think it's very important that the U.S. has to keep going, and if the U.S. stops supporting the vehicles, I think it's a big problem. Sollte Kamala Harris gewinnen und das Gesetz unterstützen, wird der Einkauf umweltfreundlicher Technologien aus Europa teurer werden, was wiederum Auswirkungen auf die Exporte haben wird. Viele Investoren planen, in die USA zu ziehen, wie die italienische Unternehmerin Ellen Flieger. Ihr in Modena ansässiges Unternehmen nutzt KI zur Senkung des Energieverbrauchs. It is true that now with the elections there are some concerns that might change in the United States, but I also think that the ball is kind of rolling. I don't think really that any administration can stop this. Harris oder Trump. Sehr unterschiedliche Profile, aber beide vertreten einen America First Ansatz. Regardless of elections results, European competitiveness is at stake in this rapidly changing landscape. From New York, Michela Monte for Euronews. Deutschland und Großbritannien haben in der vergangenen Woche einen bedeutenden Verteidigungspakt unterzeichnet. Dieser soll die Zusammenarbeit zu Lande, Wasser und in der Luft sowie die Fähigkeit zu Präzisionsschlägen stärken. Die Unterzeichnung des Trinity House-Abkommens bindet Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich durch bilaterale Verträge. It certainly is another step in order to strengthen the European pillar in NATO. Other steps have been, for example, the European long-range strike approach, which focuses on developing and acquiring together in a sort of European context long-range missiles that have become much more vital to the defense, also the sort of air defense bit of European nations in the wake of and also the context of Russia's renewed attack on Ukraine. Doch reicht der Vertrag aus, um die NATO zu stärken? I don't think that this agreement alone will be the silver bullet saving and helping Europeans to contribute much more to their own defense and to take care of their own defense. But I think it certainly is a very important step in political terms, because it sends a message both to sort of domestic audiences, but even more importantly to other Europeans and also to the US audience. Wie sieht die Zukunft dieses Vertrages aus? So the only thing I think is important also to bear in mind in this context is that this agreement is not legally binding yet. In order to make it legally binding, both countries are or have announced to come up with an actual treaty that will then be signed by both heads of state, by German Chancellor Scholz and by Prime Minister Keir Starmer, which, as far as I know, is supposed to be drawn up earlier next year. This happens in every election. It's commonplace. This new pact symbolises a new chapter in European security. Whatever the outcome in the US election, a stronger, more self-reliant Europe is a necessity. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Nach der Hochwasserkatastrophe in Spanien mit mehr als 200 Toten haben die Einwohner mit den Aufräumarbeiten begonnen. Sie werden von tausenden Soldaten, Polizeibeamten und Freiwilligen unterstützt. In der Stadt Aldaya nahe Valencia kümmern sie freiwillig um medizinische Versorgung und Lebensmittelverteilung. Doch viele Menschen fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. No, aquí estaba toda la calle llena de coches y aquí nadie. Lo único que sí, todos los vecinos de aquí
compenetrado muy bien, nos hemos organizado muy bien y hemos estado limpiando y por eso está así, porque lo hemos hecho nosotros. Nos pusimos una mesa haciendo café para la gente que venía a limpiar y eso, y nos hemos hecho en un puesto de que ahora viene la comida, o sea, nos hemos hecho un punto. Spanien ist an Herbststürme und Hochwasser gewöhnt. Die jüngsten Stürme brachten jedoch die schlimmste Flutkatastrophe seit Jahrzehnten mit sich. Die Lage in weiten Teilen Valencias ist nach wie vor dramatisch. 90 Kilometer regionale Eisenbahnstrecke wurden durch das Hochwasser zerstört. Es wird Monate dauern, bis der Normalzustand wiederhergestellt ist. Tausende von georgischen Oppositionsanhängern haben sich erneut in Tiflis versammelt, um zu protestieren. Sie glauben, das Wahlergebnis sei gefälscht. Die regierende Partei Georgischer Traum wurde am 26. Oktober zum Sieger erklärt. Doch Kritiker sagen, die Partei hätte die Wahlen mit Hilfe russischer Sabotage gewonnen. Die Demonstranten forderten neue Parlamentswahlen unter internationaler Aufsicht sowie eine Untersuchung von Verstößen. Europäische Wahlbeobachter berichten, sie hätten Fälle von Bestechung, doppelter Stimmabgabe und physischer Gewalt beobachtet. Die Oppositionsanführer kündigten an, die Parlamentssitzungen zu boykottieren und so lange zu protestieren, bis ihre Forderungen erfüllt seien. Die Opposition appellierte an den Westen, die Wahlen nicht anzuerkennen. Es werden weitere Beweise für Verstöße gesammelt, um Neuwahlen zu erwirken.